Holt euch den Solidaritätszuschlag zurück. Ist euch das auch schon mal mit den Zinseinnahmen passiert, dass die Kapitalertragssteuer und der Soli-Zuschlag einbehalten wurden? Von dem mühsam Ersparten wurden euch über ein Viertel abgezogen? Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Rentnerin und ich berichte hier über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Ja, es gibt ihn immer noch, den Solidaritätszuschlag oder auch Soli-Zuschlag genannt. Am 1. Juli 1991 bis 30.06.1992 wurde er ursprünglich mit 7,5% für ein Jahr aus 3 Gründen wegen der Mehrbelastung des deutschen Bundeshaushaltes eingeführt. Der erste Grund waren die Kosten des Zweiten Golfkrieges, beliefen sich für Deutschland auf knapp 17 Milliarden Euro. Der zweite Grund, das war für die Unterstützung der Länder in den mittel-, süd- und osteuropäischen Staaten. Der dritte Grund für die zusätzlichen Kosten in den neuen Bundesländern durch die deutsche Wiedervereinigung. Es sorgten also mehrere zusätzliche Belastungen für ein Loch im Bundeshaushalt. Wie geplant wurde er 1992 wieder abgeschafft, dieser Soli-Zuschlag. Mehrkosten durch die deutsche Wiedervereinigung wurden vorgeschoben, um 1995 den Soli-Zuschlag wieder einzuführen. Nun war er aber nicht mehr zweckgebunden. Das bedeutet, dass er für jegliche Ausgaben des Bundes eingesetzt werden kann. Der Soli-Zuschlag ist eine Zuschlagssteuer. Er beträgt 5,5% der Einkommensteuer und ab 2021 brauchen die meisten Steuerzahler keinen Soli-Zuschlag mehr zu zahlen. Die Freigrenze wurde deutlich angehoben, sodass nur noch wirklich Besserverdiener, Anleger, die ihren Sparerfreibetrag ausgeschöpft haben oder keinen Freistellungsauftrag erteilt haben, sowie GmbHs und andere Körperschaften diesen Soli-Zuschlag zahlen müssen. Erst ab einem Jahreseinkommen von 74.000 Euro wird der Soli-Zuschlag noch fällig. Für etwa 90% der Steuerzahler ist ab 2021 der Soli-Zuschlag entfallen. Es kann aber dennoch passieren, dass auch Geringverdiener oder Rentner Soli-Zuschlag für ihre Kapitalerträge zahlen. Wer es nämlich versäumt hat, bei seinem Anlageinstitut oder bei der Bank einen Freistellungsauftrag zu erteilen, muss erstmal zahlen. Und das gilt auch für die Rentner. Es werden 25% Kapitalertragssteuer, 5,5% Soli-Zuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Jeder Sparer darf ja 801 Euro an Kapitalerträgen freistellen, also bei Zusammenveranlagung von Ehegatten sind es dann 1602 Euro. Wie macht man das nun mit der Freistellung? Ja, das macht man, indem man einen Freistellungsauftrag ausfüllt, unterschreibt und einreicht. Mit diesem Freistellungsauftrag werden Bank, Broker, Sparkasse oder auch die Bausparkasse beauftragt, anfallende Kapitalerträge vom automatischen Steuerabzug zu befreien. Leider zeigt die Praxis, dass aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es nicht, oft kein Freistellungsauftrag eingereicht wurde. Die einbehaltenen Kapitalertragssteuer, der einbehaltene Soli-Zuschlag und gegebenenfalls die Kirchensteuer kann man nur über die Steuererklärung sich wiederholen. Dazu füllt man zusätzlich die Anlage KAP für Kapitalerträge aus und das Finanzamt führt dann eine Günstigerprüfung durch und erstattet im Rahmen des Steuerbescheids die Abgaben. Wenn euch das auch betrifft, dann holt euch unbedingt die einbehaltenen Steuern auf das Ersparte zurück und erteilt für die Zukunft einen Freistellungsauftrag. Der Soli-Zuschlag war nicht als dauerhafte Abgabe gedacht, wurde aber offiziell auch nicht befristet. Das ist wieder mal ein Zeichen der Glaubwürdigkeit der Politik. Nach 3 Jahrzehnten Soli-Zuschlag fordern viele Kritiker die vollständige Abschaffung des Soli-Zuschlags. Wie ist eure Meinung? Sollte der Zuschlag, also dieser Soli-Zuschlag, vollständig abgeschafft werden? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare und lasst gerne ein Like oder ein Abo da.
Bis zum nächsten Video. Alles Gute für euch.